Heute bei Lately News hat ein Gericht in Hamburg eine Wahrsagerin verurteilt, da die seiner Frau 250.000 € geklaut hatte. Die Frau sollte als Teil eines Heilungsprozesses 250.000 € in bar unter ihre Matratze packen, welche dann von der Wahrsagerin gesegnet werden würden. Nur tauschte dieser das Geld bei der Segnung gegen Spielgeld aus. Die Wahrsagerin muss nun das Geld zurückzahlen und wandert zudem noch für 3 Jahre ins Gefängnis. Etwas, das die Wahrsagerin echt nicht hat kommen sehen. Noch mehr gleich bei News. Hier ist Berlin mit den aktuellen Lately News aus dieser und der nächsten Welt. Natürlich heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz. Und selbstverständlich bin ich auch heute Abend wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Kapstadt oder wieder aus Bielefeld oder zumindest vielleicht. Aber kommen wir zuvorderst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und schauen nach Berlin. Wenn ich eine Schwäche habe, dann ist es nicht nur, wie mein Onkel Clark kennt, Kryptonit, sondern vor allem Schokolade. Das geht sogar so weit, dass ich nicht einfach nur einen Schokoladenbrunnen in jedem Zimmer stehen habe, sondern zusätzlich noch einen gigantischen als verbesserte Dusche im Badezimmer. Sicherlich ist das nicht ganz so der Körperhygiene zuträglich, aber solange YouTube kein Geruchsfernsehen einführt, sollte das tägliche Schokoladenduschen kein größeres Problem sein. Genauso wenig war dies ein Problem vermutlich für einen 45-Jährigen in Neustrelitz, meiner Sommerresidenz, als dieser bei dem Versuch 70 Schokoladentafeln in einem Supermarkt zu klauen erwischt wurde. Noch verstörender war es für die Beamten der Polizei, als sie in seinem Auto weitere hunderte geklaute Schokoladentafeln fanden, das in der prallen Sonne stand. Das ist vermutlich ein Hassverbrechen und ich hoffe, dass der Mann deswegen auf dem elektrischen Stuhl landet. Notfalls auf dem vom Gefängnis Zahnarzt. Währenddessen in Bayreuth. Früher in den 1970ern war in Spandau meine Tante Erna auch einmal eine Zeit lang Busfahrerin. Dabei basiert der Film Speed auf einer wahren Geschichte meiner Tante, die dabei sowohl die Rolle von Keanu Reeves und Julia Roberts innehatte und die des Busfahrers Sam und die des Bombenlegers. Waren halt die 1970er und Spandau, da ging es kaum anders. Und den Bus in jeder Spielstraße nicht unter 50 Meilen pro Stunde kommen zu lassen, hat ein Busfahrer aus Bayreuth geschafft, der dabei nicht nur 2,38 Promille Intus hatte, sondern auch eine ganze Schulklasse in seinem Bus transportierte. Wenig überraschend fanden die Kids das Rasen gar nicht mal so doof. Kinder halt. Und natürlich reichten die 305 Punkte in Flensburg des betrunkenen Busfahrers für diese Fahrt auch aus, um sich automatisch für die Endrunde aller Idiotentests zu qualifizieren. Und das nicht nur dieses Jahr, sondern bis zum Ende der Zeit. Derweil in Paris. Und auch diese Woche gibt es natürlich wieder eine News über einen Bankraub, der nicht etwa wegen der Polizei vereitelt wurde, sondern wegen der kolossalen Doofheit des Bankräubers. Wie, wenn man 2 linke Hände hat, dann sollte man niemals Bankräuber werden, da Tresore sprengen mit 2 linken Händen meistens im Verlust beider Hände endet. Und vielleicht hätte auch ein Bankräuber in Paris sich lieber nach einem anderen Job umgeschaut, als er eine Bank betrat und von einer Bankmitarbeiterin mit gezückter Waffe verlangte, sofort 100 Millionen zu bekommen. Und nicht etwa in ungezählten Scheinen, sondern er reichte ihr auf einem Zettel seine Kontodaten rüber, damit diese die 100 Millionen überweisen konnte. Mein Gott, lernt man heute in der Phantomas Grundschule nichts mehr? Man legt nicht einfach nur einen Zettel vor, sondern auch schon einen ausgefehlten Überweisungsträger. Ansonsten müssen die anderen Bankräuber hinter einem nur unnötig lang in der Schlange warten. Unterdessen in Charleston. Wenn man sich alle sozialen Netzwerke so anschaut, dann wird recht schnell klar, dass gerade Facebook nur noch ein Tummelplatz für Verschwörungsanhänger, Querdenker oder FDP-Politiker ist.
Und was haben diese 3 Gruppen neben der Welteroberung gemein? Genau, es sind alle weiße alte Männer, die als einziges noch Facebook nutzen, während alle Teenies, wie ich zum Beispiel, schon längst auf viel hipperen Plattformen zu finden sind. Und scheinbar war ein Mann in Charleston auch weiß und alt, da er in eine Wohnung einbrach, um dort alle Wertgegenstände zu klauen, aber nicht widerstehen konnte, als er ein Notebook fand, um sich dort bei Facebook einzuloggen, um zu sehen, was seine anderen Diebeskumpel so machen. Nach ein paar Likes ließ er das Notebook zurück und verließ die Wohnung. Leider hatte er sich aber nicht bei Facebook ausgeloggt, sodass die Polizei es nicht schwer hatte, ihn zu finden und dank ihm auch seine anderen Diebeskumpel. Aber schalten wir jetzt noch einmal schnell zum Wetter und zu unserem Wetterkorrespondenten Froschi Flash Gordon mit der aktuellen Wettervorhersage für die nächsten 3 Tage. Danke, Froschi Flash Gordon. Und immerhin bedeutet diese Wettervorhersage für den Planeten Mongo, dass man auch weiterhin mit tieffliegenden Flash Gordons rechnen muss. Zumindest bis Ming der Grausame abdankt. Also ein fast normaler Mai auf dem Planeten Mongo oder hier auf der Erde in Hannover. Das waren die Late News für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit weiteren aktuellen Nachrichten. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.